Hallo meine Liebe, schön, dass du wieder mit dabei bist. Im heutigen Video zeige ich dir, wie du den Troyer Nela nähst. Der Troyer Nela kommt in den Größen XS bis XL, das bedeutet Größe 30 bis 48. Schau da aber gerne nochmal in die Körpermaßtabelle, wenn du dir unsicher mit der Größe bist. Als Stoffempfehlung würde ich hier etwas langflorigere Stoffe empfehlen, zum Beispiel Vlies oder wie hier auch einen Teddystoff. Das finde ich wirkt immer am schönsten bei einem Troyer. Oder was auch sehr gut aussieht, ist ein Grobstrick. Als Zubehör brauchen wir einen 25 cm langen Plastikreißverschluss und wer möchte, kann sich hier in den Saum auch noch einen Gummizug einarbeiten. Dann brauchst du ca. 1,30 Meter Gummiband und 2 solche Kordelstopper. So, wir fangen mit dem Zuschnitt an. Dafür habe ich mir hier meinen Stoff schon mal rechts auf rechts zusammengelegt. Wir haben hier oben einen Stoffbruch und hier unten die beiden Stoffkanten. Innen habe ich, wie gesagt, hier die rechte Seite und außen schaut ihr auf die linke Seite. Und dann könnt ihr euch eure Anleitung nehmen und einmal den Zuschneideplan anschauen. Ich nähe Größe M und deswegen nehme ich dann den Lagenplan von Größe M und lege mir dann die Schnittteile entsprechend des Lagenplans auf den Stoff. Die Vorder- und Rückteile kommen jeweils an den Stoffbruch. Dabei schaut bitte immer ganz genau, dass die Schnittteile richtig nah am Stoffbruch sind, dass ihr dann nicht zu viel weit habt. Also einmal gerne flach drücken und dann genau da dran legen und feststecken. Der Kragen kommt ebenfalls an den Stoffbruch und dann fehlt noch einmal der Ärmel und der Beleg. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr ein bisschen Stoff sparen wollt, hier einmal abschneiden und dann den Bruch nochmal neu hinlegen. So spart ihr ein bisschen Stoff und habt noch mehr übrig. Achtet bei den Teilen, die hier lose drin liegen, dass ihr hier auch nochmal den Fadenlauf prüft. Also hier habt ihr den Fadenlauf. Da messt ihr einmal mit dem Maßband parallel nach unten zur Stoffkante runter oder oben zum Stoffbruch. Der Fadenlauf sollte immer parallel zur Stoffkante und zum Stoffbruch sein. Und dann können wir auch schon ausschneiden. Achtet beim Kragen, beim Vorder- und beim Rückteil darauf, dass ihr euch immer auch die vordere und hintere Mitte knipst. Hier bei dem Kragen hier die hintere Mitte auch bitte einmal markieren mit einem Stift und auch, wie gesagt, hier am Vorder- und am Rückteil. Das vergisst man immer schnell. Denkt auch dran, die Knipse überall zu übertragen. Ich mache das immer gerne hier mit so einem Markierstift, der wasserlöslich ist. Als erstes schließen wir dann jetzt die Schulternähte. Dafür legen wir Vorder- und Rückteil rechts auf rechts aufeinander und schließen dann einmal hier und hier die Schulternaht bei 0,7 cm. Du kannst dafür jetzt eine Overlock verwenden, wenn du magst. Wenn du keine hast, ist aber auch kein Problem. Dann nimmst du einfach die Nähmaschine. Je nachdem, was für ein Material du hast, solltest du die Kanten dann hier vorher einmal versäubern. Als nächstes zeichnet ihr euch dann die Einschnittstelle für das Vorderteil an. Dann nehmt ihr euch ein Geodreieck am besten und zeichnet euch eine gerade Linie von der vorderen Mitte bis unten zu der Markierung. Ich habe das jetzt hier auf der linken Seite gemacht, ihr müsst es aber auch auf der rechten Seite machen. Dann bereitet ihr euch noch den Kragen vor. Dafür versäubert ihr die beiden kurzen Seiten und eine der beiden Längsseiten. Danach könnt ihr dann den Kragen links auf links einmal längs im Bruch bügeln. So, als nächstes nähen wir den Kragen an. Dafür nehmt ihr den Kragen mit der unversäuberten Kante und steckt diese auf das Halsloch hier. Die kurzen Enden stoßen vorne hier auf die Markierung, die wir eben gesetzt haben. Wenn ihr dann alles festgesteckt habt, schließt ihr einmal den Kragen bei 0,7 cm. Als nächstes nehmen wir den Untertritt. Dafür legt ihr euch den Untertritt rechts auf rechts und schließt einmal hier unten die kurze Rundung und auch hier oben diese kurze Strecke bei 0,7 cm. So, ich habe jetzt beide Seiten geschlossen, dann wenden wir das Ganze. Die Rundung hier unten einmal schön ausbügeln und flach bügeln, so dass es hier schön einen Streifen ergibt. Und dann einmal diese Längsseite versäubern. Als nächstes nähen wir dann den Reißverschluss ein. Ich mache das jetzt hier mal an einem sogenannten Mock-up. Da sieht man das ein bisschen besser dran als an diesem Flauscheteddy. Ihr nehmt euch den Reißverschluss, der ist 25 cm lang und aus Kunststoff. Einen Reißverschluss misst man immer vom oberen Ende hier bis zu dem unteren Ende hier. Diesen Überstand, den misst man nicht mit. Ihr macht den Reißverschluss auf und legt dann diese Seite rechts auf das linke Vorderteil. Also einmal so umdrehen. Ich habe mir jetzt hier schon mal ein paar Markierungen gemacht. Hier oben, seht ihr, ist der Bruch vom Kragen. Circa 7 mm unter diesem Bruch sollte euer Zähnchen vom Reißverschluss starten.
Also ich habe jetzt hier den Strich mal ein bisschen länger gemacht, damit ihr das auch seht. Wenn ich das hier parallel anlege, sollte ungefähr hier 7 mm unter dem Bruch das Zähnchen beginnen. Dann klappt ihr das hier zur Seite, damit das weg ist. Das könnt ihr euch fixieren mit einer Nadel oder direkt einmal festnähen. So, ich habe mir das jetzt einmal mit ein paar Stichen an der Nähmaschine fixiert, damit es nicht wegrutscht. Und dann könnt ihr auch den Rest vom Reißverschluss einmal hier parallel zu der Kante hier oben und dann hier unten zur Linie stecken. Ihr näht euren Reißverschluss bis 8 mm unter diesem letzten Plastikzähnchen fest. Also 8 mm unter diesem Zähnchen hier habe ich mir auch einmal eine Linie gemacht. Bis dahin näht ihr den Reißverschluss fest. Als letztes klappt ihr dann noch den Kragen am Bruch über den Reißverschluss um. Das wird dann alles zusammen angenäht hier oben. Also wir haben hier oben 3 Lagen. Ganz wichtig ist auch, dass die Nahtzugabe hier ins Vorderteil oder hinten halt auch ins Rückteil zeigt und nicht nach oben in den Kragen. Also hier legt das so aufeinander, dass das hier einmal im Bruch genau umklappt. Da habt ihr ja auch einen Knips und ihr habt das ja auch vorher gebügelt. Dann aufpassen, dass hier unten drunter alles seine Richtigkeit hat, dass das alles schön bündig aufeinander liegt. Dann schnappt ihr euch hier so einen Reißverschlussfuß oder einen Kantennähfuß. Bei mir sieht der so aus, den kann man entweder links oder rechts an die Nähmaschine anbringen und dann näht ihr so einmal über den Reißverschluss drüber. Wir schneiden dann jetzt hier an dieser Markierung entlang bis zum Ende unten zu diesem Knips, zu dem Querstrich, den wir auch auf dem Schnittmuster hatten. Wenn du da unten angekommen bist, schneidest du dann schräg rüber zum Ende unserer Absteppung, wo wir den Reißverschluss angenäht haben, also bis zum letzten Stich unten quer einschneiden. Achte darauf, bitte nicht in die Absteppung reinzuschneiden. Und das Gleiche machen wir dann auch noch in die andere Richtung, genauso breit wie hier. Könnt ihr euch auch gerne einmal markieren. Also wir haben jetzt hier ca. 7-8 mm breit abgesteppt. Und das ist hier so die Höhe, also da wird dann jetzt gleich das andere Band angenäht. Und dann könnt ihr von hier vom Ende auch nochmal schräg in diese Ecke reinschneiden. So. Und was dann entsteht, ist hier unten so ein Dreieck. Das ist ganz wichtig, weil das ist nachher dann das Ende vom Reißverschluss. Da auf jeden Fall ganz besonders vorsichtig mit sein, dass das nicht ausfranst oder so. Als nächstes legen wir dann nämlich den Reißverschluss einmal auf, dass die rechte Seite oben liegt, flach hin. Dafür wenden wir hier schon mal unseren Kragen. So sieht das dann aus. Dann legt ihr euch das hier einmal gerade hin und faltet das linke Vorderteil rechts auf das rechte Vorderteil, so dass ihr den Reißverschluss hier unten flach liegen habt. Eine Markierung ist jetzt hier ganz wichtig. Ihr nehmt euch wieder einen Stift und markiert euch die Höhe von der Kragennaht hier. Einmal auch auf der anderen Seite. Denn die Naht hier auf dieser Seite soll natürlich auf gleicher Höhe sein wie auf der anderen Seite, sonst sieht es komisch aus. Ich mache mir hier 7 mm unterhalb des Bruchs wieder eine Markierung, dass hier meine Zähnchen anfangen vom Reißverschluss. Und hier wird auch wieder das Reißverschlussband umgeklappt. Also wenn ich das jetzt mal von dieser Seite mir anschaue, das Reißverschlussband wird aus dem Kragen rausgelegt, natürlich nicht nach hier rein, weil hier ist ja nachher das Teil sichtbar. Also wir klappen uns das Reißverschlussband hier zur Seite. Ihr könnt es dann auch ein bisschen einkürzen, wenn ihr wollt. Und dann seht ihr, hier an dieser Markierung muss mein Reißverschluss aufkommen. Und da sieht man dann auch schon, dass ich hier was festgesteckt hatte mit der Naht. Das kommt nicht so ganz aufeinander, aber wichtiger ist, dass die Naht hier stimmt. Also wenn ihr hier ein bisschen mehr Länge habt, die verteilt werden muss, dann macht das lieber, lasst den Reißverschluss lieber nach hier oben ein bisschen länger, als wenn nachher hier der Punkt nicht stimmt. Wichtig ist nur, dass das Reißverschlusszähnchen auf jeden Fall unterhalb des Bruchs bleibt. Ihr könnt das auch gerne noch einmal kurz mit der Nähmaschine fixieren, dann flabbelt das hier nicht so rum und ist auch nicht mehr im Weg. Also wir haben den Reißverschluss dann jetzt hier so liegen und ich fände es besonders einfach, das jetzt in einzelnen Schritten zu machen, dass ihr euch erst den Reißverschluss richtig hinlegt, schaut, dass
die Markierung, die ihr euch gemacht habt für die Höhe der Naht, dass es genau da drauf trifft. Und dann würde ich als erstes mal den Reißverschluss annähen, bei ca. 5 mm von der Kante entfernt. Als nächstes nehmt ihr euch dann euer Belegteil oder euren Untertritt und näht diesen an. Wenn ihr einen sehr, sehr dicken Stoff habt, könnte es sein, dass das hier alles zu dick wird. Dann könnt ihr das auch gerne weglassen. Dieses Teil ist einfach dafür da, dass es euer Gesicht schützt und dass diese Plastikraupen nicht direkt an eurem Kinn sind. Wichtiger ist es wahrscheinlich auch noch bei Metallreißverschlüssen. Bei Plastik ist es vielleicht gar nicht so wild, wenn da der Reißverschluss offen ist. Also wenn ihr dann das Reißverschlussband angenäht habt, dann könnt ihr euren Untertritt nähen, diesen ebenfalls annähen, den könnt ihr auch einfach ein bisschen schmaler annähen, Hauptsache er ist dran. Und danach könnt ihr dann im letzten Schritt einmal den Kragen nähen, diesen umschlagen und diesen dann auch einmal festnähen. Und so sieht das dann aus. Hier liegt der Untertritt jetzt zwischen dem Kragen und dem Reißverschluss hier. Und dann könnt ihr das Ganze wenden und den Reißverschluss schließen. Und hier, das ist wirklich am wichtigsten, dass diese Naht auf einer Höhe ist, weil sonst schnell der Reißverschluss schief wird. Und dann fehlt nur noch ein Schritt. Hier ist nämlich ja dieses kleine Dreieck noch. Das schiebt ihr jetzt nach innen, klappt das Vorderteil hier unten hoch und dann näht ihr einmal quer dieses Dreieck auf dem Reißverschluss fest. Dafür macht ihr am besten einmal den Reißverschluss zu, damit das da unten nicht so dick ist. Und dann könnt ihr einmal hier drüber nähen und dann ist der Reißverschluss fertig. So sieht dann jetzt unser Vorderteil aus und jetzt können wir den Kragen nach innen drehen und dann arbeiten wir jetzt mal von links weiter. Und dann kannst du nun hier die Nahtzugaben aufeinander stecken. Du hast hier in der hinteren Mitte ja auch noch mal einen Knips, der kommt aufeinander, so dass der komplette Kragen hier schön halbiert übereinander liegt. Und dann nähst du einmal den kompletten Kragen genau auf der Nahtzugabe aufeinander. Schau, wie weit du kommst. Das ist jetzt einfach nur zum Fixieren da, dass er nicht immer wieder hochklappt. Als nächstes nähen wir die Ärmel. Dafür habe ich mir jetzt hier schon mal das Vorder- und Rückteil ausgebreitet. Wir haben hier vorne und hier hinten. Dann schnappt ihr euch eure Ärmel. Da habt ihr entsprechend einen einfachen Knips im Vorderteil und einen doppelten Knips im Rückteil. Und das legt ihr dann jetzt so entsprechend rechts auf eure Armausschnitte. Die Armausschnitte sind hier relativ gerade, weil wir hier eine überschnittene Schulter haben. Und dann steckt ihr euch den Ärmel so auf, dass der mittlere Knips auf der Schulternaht ist, der doppelte Knips nach hinten und der einfache Knips nach vorne. Und dann näht ihr die Ärmel bei 0,7 cm fest. Ich benutze eine Overlock dafür und dann könnt ihr die Nähte zusammen versäubern. Wenn ihr das mit der Nähmaschine macht, solltet ihr vorher einzeln versäubern. So, die Ärmel sind drin. Ihr könnt dann noch die Nahtzugaben in das Vorder- und Rückteil bügeln und dann machen wir mit den Säumen weiter, denn wir versäubern jetzt einmal sowohl die Ärmelsäume als auch Vorder- und Rückteilsäume und dann können wir die Säume vorbereiten für den Kordelzug. Wenn ihr keinen Kordelzug in eurem Saum haben wollt, dann könnt ihr diesen Schritt überspringen. Ansonsten können wir jetzt Ösen in den Saum einarbeiten. Dafür haben wir hier einen Punkt im Schnittmuster, wo die Öse hinkommt. Und da könnt ihr dann jetzt entweder mit eurer Nähmaschine so Ösen einnähen. Wenn ihr diese Funktion nicht habt, könnt ihr auch einfach Ösen einschlagen. Bitte auf die Größe achten bei der Öse, damit eure Kordel da auch reinpasst. Als nächstes schließen wir Seitennaht und Ärmelnaht in einem. Dafür lege ich mir jetzt hier Vorder- und Rückteil rechts aufeinander und auch den Ärmel halbiert und dann näht ihr in einem Rutsch einmal 0,7 cm die Ärmel- und Seitennaht zusammen. Wenn ihr eine Kordel in den Saum ziehen wollt, dann könnt ihr das jetzt tun. Ich habe mir hier schon mal die Kordel vorbereitet. Ich nehme so circa 1,30 Meter. Ihr arbeitet erst den Kordelstopper ein und fädelt dann von rechts in die Ösen ein. So an der einen Seite einfädeln und an der anderen Seite einfädeln. So, wenn ihr das gemacht habt, dann zieht ihr einmal das Gummiband auf die andere Seite und fädelt es da wieder durch die eine Öse von links nach rechts raus. Dann arbeitet ihr hier auch wieder einen Kordelstopper ein und fädelt dann das Ende wieder durch die andere Öse. So, und wenn ihr die Kordel jetzt drin habt, ich habe jetzt eine bisschen kürzere Kordel, mehr hatte ich leider nicht da, aber bei euch liegt es eventuell flach, dann könnt ihr den Saum nach oben klappen überall und dann bei 3 cm feststeppen.
Das gleiche könnt ihr dann auch an den Ärmeln machen. Einmal den Saum hochklappen und feststeppen. So, der Treuer-Nela ist fertig. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Nähen und ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich beim nächsten Video mit dabei seid. In der Zwischenzeit folgt mir doch einfach hier bei YouTube und bei Instagram könnt ihr mir auch gerne folgen unter @bara_studio.